Hallo ihr Lieben, es ist Faschingszeit und in der Faschingszeit machen wir gerne Faschingskrapfen, Berliner oder Donuts. Und wie das Ganze in glutenfrei und vegan funktioniert und dass die auch richtig lecker schmecken, zeige ich euch heute in diesem Video. So, für unseren süßen Hefeteig, für die Donuts, brauchen wir natürlich Hefe. Wir haben hier einen Würfel, wir verbröckeln die ein bisschen. Wir gießen etwas von der Milch dazu. Die muss lauwarm sein, das ist sehr wichtig. Und ein Löffel Honig, damit die Hefe auch schön anfängt zu gehen. So. Wir verrühren das richtig schön. Wir geben noch ein bisschen von unserem Mehl dazu. Das hilft auch, dass die Hefe besser geht. So, und dann kommt der Vorteig bei 30 Grad in den Backofen rein. Für etwa eine Viertelstunde, bis wir sehen, dass die Hefe richtig schön aktiviert wurde. Für unseren süßen Hefeteig starten wir mit Leinsamen, Leinsamen gemahlen, und gießen die entsprechende Menge Wasser dazu, rühren das um, dass es klumpenfrei ist, und stellen das erstmal beiseite. Wir benötigen an Mehlen 100 Gramm Tapiocamehl, 200 Gramm Reismehl, dann haben wir hier 15 Gramm Psyllium, 50 Gramm, ich habe jetzt Fructosezucker, ,10 Gramm Backpulver, 3 Gramm Xanthan und 3 Gramm Salz. Alle trockenen Zutaten geben wir jetzt der Reihe nach in die Schüssel. So, und dann verrühren wir das erstmal gut. Damit der Teig schön saftig wird, benötigen wir außerdem eine rohe Kartoffel, 130 Gramm etwa. Die schälen wir. Und dann reiben wir die auf so einer feinen Reibe. So sieht es dann aus. 130 Gramm rohe geriebene Kartoffel. Hier haben wir unsere trockenen Zutaten. Und jetzt zeige ich euch, wie mein Vorteig im Backofen gegangen ist bei 30 Grad. Ihr seht, es blubbert, es gibt Blasen. Und das Ganze geben wir jetzt in diese trockene Mehlmischung hinein. Dann kommt unser Leinsamen-Wassergemisch. Ich fühle mal, der ist schon relativ flüssig heute. Wir rühren noch eine Weile weiter, weil das Xanthan doch mit der Zeit, wenn man da länger rührt, sehr viel Flüssigkeit noch bindet und die Stärke. Und dann bin ich immer wieder überrascht, dass der Teig dann doch viel fester ist als am Anfang. Nein, ich denke, heute brauchen wir nicht mehr Flüssigkeit. Ihr seht, ich habe da noch einiges übrig. Das sind wahrscheinlich so um die 100 Milliliter. Die lassen wir aber lieber draußen, damit es nicht zu flüssig ist. So, das ist ein Teig, den wir jetzt nicht mit der Hand kneten, dafür ist der zu klebrig. Wir werden den jetzt mit dem feuchten Tuch zudecken
und etwa eine Stunde bei 30 Grad im warmen Backofen gehen lassen. Der Teig sollte sich etwa vom Volumen her verdoppeln. So, unser Tuch. Am besten über dieses Tuch dann noch ein Plastikbrett oder ein Deckel, was ihr habt, damit die Feuchtigkeit aus dem Tuch nicht rausgeht und der Teig an der Oberfläche somit austrocknen würde. So, hier seht ihr nochmal den Teig in der Schüssel. Wir decken den also zu mit einem nassen Tuch, decken ihn nochmal ab, damit die Feuchtigkeit drin bleibt und schieben ihn bei 30 Grad für etwa eine Stunde in den Backofen. Mein Teig ist jetzt etwa eine Stunde im Backofen bei 30 Grad und jetzt schauen wir mal, wie er aussieht. Wir nehmen unser Tuch runter. So, wir verarbeiten jetzt unseren Teig. Wir haben ihn jetzt noch in der Schüssel. Wir streuen ein bisschen Reismehl drüber, lösen ihn langsam. Auf die Unterlage auch etwas Reismehl und geben ihn hier rüber. Wir werden den jetzt auswählen, ganz vorsichtig. Achten dabei darauf, dass er nicht an unserer Unterlage kleben bleibt. Einfach ein bisschen Mehl unten drunter streuen, schön vorsichtig arbeiten. So, und dann stechen wir unsere Formen aus. Wir haben hier so eine Schüssel. Einfach zack, einmal oder kleinere Formen. Damit könntet ihr dann Berliner machen. Was wir jetzt machen, der Teig, der muss noch mal eine zweite Runde gehen, und zwar unsere ausgestachenen Gebäckstücke legen wir jetzt einfach auf ein Blech. Da habe ich ein vorbereitetes Blech mit Backpapier, sonst klebt es fest. Und dann ist ganz wichtig, dass die noch mal lang genug gehen, damit die locker und luftig werden. Und dafür decken wir das Ganze mit einer Plastikfolie zu. Und so, bevor die Plastikfolie kommt, befeuchten wir die Oberfläche nochmal. Das hilft, dass der Teig besser aufgeht. Die waren jetzt doch durch das Mehl relativ trocken, dass ich noch Mehl zum Auswählen dazu getan habe. So, die andere Seite auch. Und noch besser ist es jetzt, wenn du das Ganze nochmal mit einem feuchten Tuch bedeckst. Und dann lässt du das Ganze noch mal circa eine Stunde gehen. Gerne auch wieder im Backofen, damit die richtig luftig und locker werden. Und dann geht es erst ans Ausbacken. So, wir schauen jetzt mal in den Backofen rein, was unsere gegangenen Gebäckstücke machen. Wir nehmen unser feuchtes Tuch ab. So, seht ihr? Die sind richtig schön groß geworden, richtig luftig. So, und so kann man sie jetzt im Fett ausbacken. So, da sieht man die Löcher. So, wir haben jetzt hier das heiße Fett. Um sicher zu gehen, dass es die richtige Temperatur hat, nehmt ihr so einen Spieß, haltet ihn rein. Und wenn ihr seht, dass an dem Spieß sich solche Blasen bilden und es blubbert, dann hat das Fett in der Regel die richtige Temperatur, um mit dem Ausbacken zu starten. Das ist sehr wichtig. Das Fett muss heiß genug sein. So, wir machen mal einen Test. Wir starten hier mit einem. Ja, ihr seht, es blubbert gleich, es sprudelt. So muss es sein.
Wenn ihr seht, dass die braun werden, müsst ihr sie langsam umdrehen. So, nach etwa 5 Minuten, meine sind schon ein bisschen dunkel geworden. Und wie man hier sehen kann, sind die innen total luftig, total locker, ganz, ganz leicht und richtig, richtig saftig. So, inzwischen ist die Schokolade geschmolzen. Wir nehmen ganz einfach unser Gebäck, legen es in die Schokolade, rühren es ein paar Mal um, drehen es ein paar Mal um, besser gesagt, und lassen es abkühlen. Wer lieber Zucker benutzt, um über seine Donuts zu streuen, der kann sich mit Fructosezucker einfach in seine Mixer, besser natürlich in so einem geschlossenen Mixbehälter, den Zucker selber herstellen, den Puderzucker. Das geht ganz einfach. So, hier haben wir die Fructose. Dann haben wir hier den Puderzucker, den wir jetzt gerade selbst gemixt haben. So, hier haben wir unsere 3 Varianten. Einmal mit Fructosezucker, einmal den Muffin mit Fructose-Puderzucker und einmal die Schoko-Variante.